Wieder einmal Hallo hier bei Sabrina D'Angelo. Heute möchte ich dir gerne meine Geschichte erzählen. Oft kamen Klienten zu mir und haben mich gefragt, hey, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und auch andere Leute haben immer wieder gefragt, wie bist du hellsichtig geworden? Wie kannst du alles wissen über mich, ohne teilweise, dass du mich siehst oder auch wenn ich nur vor dir sitze, dass ich dir nichts über mich erzähle oder auch dir nur eine E-Mail schreibe und mich interessiert deine Geschichte. Ich möchte gerne wissen, ja, wie ist Sabrina D'Angelo dazu gekommen? Und dass ich jetzt heute hier sitze, Klienten international habe auf der Welt, ohne etwas vorher über sie wissen zu müssen und ihnen helfen zu können, sie heilen zu können. Ja, wie das alles dazu kam, das möchte ich dir, lieber Zuschauer, jetzt erzählen. Also lehne dich zurück, entspanne dich und ja, ich bin jetzt hier, um dir meine Geschichte zu erzählen. Ein Stück aus meinem Leben. Meine Gabe habe ich von Kind auf an. Sie war seit Generationen in meinem Leben. Und damals in der Grundschule habe ich gedacht, alle Kinder können das. Für mich war es ein Spiel. In dem Moment, wo leider ein Kind zu mir kam und gefragt hat, ob die Eltern sich trennen würden, in dem Moment wurde es leider bitterer Ernst. Und ja, wie es so kommen mochte, ich habe halt gesehen, dass die Eltern sich tatsächlich trennen werden. Ich konnte damals Ja- und Nein-Fragen beantworten. Und ab dem Moment, wo die Kleine erfahren hat, dass ihre Eltern sich tatsächlich trennen werden und auch von ihren Eltern selbst es erfahren hat, in dem Moment war ich der Sündenbock in der Schule. Ich war diejenige, die schuld war. Ich war die Hexe, ich war die Hässliche. Alle Kinder haben mich dann nur noch gedisst, geärgert, gemobbt und ich hatte keine Freunde mehr. Ich habe jeden Tag geweint, ich habe mich unglaublich einsam gefühlt. Ich habe mir einfach nur gewünscht, ab dem Moment einfach nur normal zu sein, so wie jedes andere Kind auch, und habe mich von spirituellen Dingen komplett ferngehalten. Durch einen Schicksalsschlag, so mit 15, 16 ungefähr, leider ein sehr grausamer, kam ich dann in die Berührung von Engeln. Ich wollte ja weiterhin damit nichts zu tun haben, aber die Engel haben mir geholfen, über diesen Schicksalsschlag hinwegzukommen darüber. Und an Engel konnte ich glauben ab dem Moment. Die fand ich toll und die haben mir Kraft gegeben und ich konnte glauben, dass es sie gibt. Als nächstes war es dann so, dass ich trotzdem mich komplett davon ferngehalten habe. Wenn jemand mir erzählt hat, dass er an Gott glaubt, habe ich gleich gedacht, er ist in der Sekte. Und ja, naja, dann mit 24 habe ich plötzlich eine Seele an meiner Seite wahrgenommen. Und diese Seele wollte nicht mehr weg. Diese Seele kannte ich aber auch als Mensch. Es war eine männliche Seele und mit dem Mensch hatte ich gar nicht so viel zu tun. Das war einfach nur mein Lehrer. Ja, und die Seele wich nicht mehr von meiner Seite. Was habe ich gemacht? Ich habe im Internet überall recherchiert, wie werde ich ihn los, habe mir Räucherstäbchen gekauft, habe Rituale gemacht und habe nur gedacht, oh, wie werde ich den jetzt wieder los? Und nichts hat geholfen. 3 Monate habe ich es versucht, alles Mögliche, und die Seele ging nicht weg. Ich habe sie wahrgenommen wie einen reellen Menschen an meiner Seite und ich habe mich auch nicht getraut, es irgendjemand zu sagen. Dann, weil ihre Mama ist hellsichtig und ja, und sie meint auch, ja, das ist eine gute Idee. Und dann sind wir gemeinsam hin und ich hatte unglaubliche Angst vor diesem Moment, weil ich dachte, entweder sagt sie mir, dass ich verrückt bin und in eine Klapsmühle eingewiesen werden sollte oder Medikamente nehmen sollte, oder sie sagt mir, dass ich in diesen Mann vielleicht verliebt bin oder ähnliches. Und alles hat sich nicht stimmig angehört und ich dachte einfach, oh Gott, so, wenn jemand hellsichtig ist, der sieht ja wirklich ganz tief in meinem Innern und ich will doch einfach nur normal sein. Und dann kam ich in die Wohnung rein, sie lächelt mich an. Sabrina, wer ist denn der Mann an deiner Seite? Und ich so, Gott sei Dank. Oh mein Gott, ich bin nicht verrückt. Eine Sache schon mal abgehakt. Tack. So, jetzt das nächste. Die nächste wichtige Frage. Erzähle mir bitte, wie werde ich ihn wieder los? Wie kriege ich ihn aus meinem Leben? Ich will ihn nicht mehr haben. Ich will doch nur normal sein. Ich will nicht verrückt werden. Und sie hat gesagt, du wirst verrückt, wenn du ihm nicht zuhörst. Höre ihm zu, mein Kind. Hab keine Angst. Und ich so, nein, ich will das nicht. Kann er nicht woanders hingehen? Und sie so, nein, nein, das ist wichtig. Und dann ein paar Stunden später, als ich bei mir war, habe ich ihm gesagt, okay, hör zu, Meister, ich bin dich nicht losgeworden. Na, dann leg mal los. Was willst du mir sagen, damit ich dich so schnell wie möglich wieder los habe? Fernab von mir. Weg, weg. Und dann hat er mir in 3 Sekunden 3 alte Leben von mir gezeigt. Ich hatte richtige Dimensionssprünge. Ich war richtig in diesem Leben drin, fast wie bei Harry Potter, wo er in dieses Denkarium reinspringt.
Und ich habe da sowas noch nie erlebt. Und an meine Kindheit konnte ich mich gar nicht mehr so richtig erinnern. Und war ja eigentlich nur ein ganz normaler Mensch irgendwie. Mehr oder weniger. Und nun ja, dann habe ich ihm gesagt, gut, jetzt hast du mir diese 3 Leben gezeigt, aber wenn es nur das war, was du mir zeigen wolltest, dann kannst du ja jetzt gehen, dann kannst du mich ja allein lassen. Und er hat gesagt, nein, ich bleibe jetzt erstmal an deiner Seite. Und wichtig ist für dich, dass du die nächsten Wochen und Monate, ich so, Wochen und Monate? Oh mein Gott, was willst du von mir? Und er, höre einfach nur zu, beobachte und lerne. Wenn ich dir erzählen würde, was dich erwartet, würdest du es eh nicht glauben. Und ich so, oh Gott, und er ist nicht von meiner Seite gewichen. Die unglaublichsten Sachen sind passiert und er hat mich 3 Jahre lang eingeführt in die Welt der Geister, des Jenseits, des Universums, der himmlischen Gesetze, der Spiritualität, alles, was ich wissen musste über Engel, aufgestiegene Meister, Gott selbst, alles hat er mir erklärt, wie man mit einer Seele spricht, wie man eine Seele hört, versteht, wie man sie deutet, wie man Zeichen deutet und wie ich Menschen helfen kann, sodass ich jetzt hier sitze und tatsächlich, wie gesagt, überall Klienten habe, denen ich, ja, danke Gott, verhelfen kann, zu einem schöneren und leichteren, gesünderen Leben zu kommen. Und es ist tatsächlich so, hätte er mir erzählt, hey, du bist hellsichtig, du hattest das schon immer und tülalü und halala, hier, jetzt bilde ich dich mal aus, 3 Jahre, hätte ich ihm wirklich nicht geglaubt. Ich glaube, ich hätte dann nur die Ohren zugemacht und lalalala, hätte ich einfach nur ja, mich wehren wollen. Und dann bin ich auch irgendwann lustigerweise mal zu meiner Tante hier in Berlin gegangen und habe gesagt, Tantchen, meine Tante und mein Onkel saßen neben mir, wir waren essen. Und ich hatte schon Klienten, also ganz viele, und wusste halt, es wird immer mehr und konnte langsam halt auch meine Zukunft deuten, meine Zukunft sehen. Ich habe gedacht, nee, ich bin meiner Familie schon so ein bisschen Ehrlichkeit schuldig und habe gesagt, okay Tante, ich hatte unglaubliche Angst. Ich so, hör zu, ich muss dir was sagen. Und sie, ja, was denn? Und sie, ich so, ja, du hast mich ja gefragt, wie ich meine Brötchen verdiene. Und sie meinte, ja, und so, ich bin hellsichtig und habe Klienten auf der ganzen Welt und verhelfe ihnen, ohne dass ich eine Sache von ihnen weiß. Und sie, okay. Sie isst so weiter ihr Chicken Tandoori oder was sie da gegessen hat. Wir waren beim Inder. Und ich so, ich glaube, du hast mich nicht ganz verstanden. Ich bin hellsichtig. Und ja, da hat sie tatsächlich gesagt, ja und? Ist doch normal. Also in unserer Familie, der Onkel Ernst und die Tante so und so und die Opa so und so und keine Ahnung was. Ja, die hatten das ja auch, die konnten Voraussagungen machen, die wussten immer alles über die anderen Menschen. Und ein Cousin von mir habe ich dann auch noch erfahren, dass der diese Fähigkeiten hat. Und ich habe mir gedacht, warum habt ihr das mir nicht vorher gesagt? Ich habe jahrelang gedacht, ich bin verrückt. Ich habe mich nie getraut, irgendjemandem das zu sagen. Es war eine riesen Überwindung für mich. Wir haben natürlich Glück. Man jagt uns jetzt nicht mehr mit Heugabeln und schickt uns auf den Scheiterhaufen. Aber ansonsten war es natürlich für mich schon eine ungewöhnliche Sache. Und es war einfach schön, dass auch die Menschen um mich herum, dass sie gesagt haben, Sabrina, du bist ehrlich. Wenn du sagst, du kannst das, dann glaube ich dir das. Ich war so beruhigt. Ich habe gedacht, die halten mich jetzt alle für verrückt oder denken, dass ich selber in der Sekte bin oder ähnliches. Und ja, heute, ich bin unglaublich glücklich, dass ich diesen Weg gegangen bin, dass ich einfach hier sitze, dass ich das lebe, was ich liebe, was ich gut kann, womit ich auch noch Menschen helfe. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, folgt eurem Herzen, folgt eurem Gefühl. Und manches, wovor man am Anfang erstmal Angst hat, kann sich manchmal als das schönste Schicksal bewähren, was einem nur passieren kann. Wenn du jetzt sagst, hey, boah, die Geschichte hört sich toll an, ich möchte gern mehr erfahren. Ich habe nämlich vor meiner Autobiografie, die jetzt beim Verlag liegt, habe ich überlegt, vielleicht lese ich doch 1, 2 Zeilen doch mal vor auf einem YouTube-Video und gebe es weiter und höre einfach mal, ob da überhaupt Interesse besteht. Ich finde es spannend, aber findet man ja selber immer, ne? Und mich interessiert dich das? Wie war ich vorher? Wie war mein normales Leben? Wie ist mein Leben danach gewesen? Was waren das für 3 Leben? Für Ereignisse gehabt, für Situationen gehabt, für Klienten gehabt, kuriose Gerichte, schön zum Essen, Berichte. Und ja, vielleicht sagst du ja, hey, boah, das interessiert mich. Schreib mir einfach, wenn du sagst, ich möchte gerne einen Termin bei dir, bin ich auch für dich da oder möchte gerne an einem deiner Seminare teilnehmen. Schreib mir unter kontakt@sabrina-diangelo.com.
meiner Homepage www.sabrina-deangelo.com. Da steht auch noch einiges über mich, glaube ich, drauf. Gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende, ein schönes Leben. Ich schicke euch viele Engel, viel Energie, viel Glück, Freude, was man sich sonst noch wünscht, alles, was ihr braucht. Und freue mich, dass du, lieber Zuschauer, zugesehen hast. Okay, alles Gute. Bye, bye. Ciao.